Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ein Butenrahmgeschnetzeltes mit Reis und Gemüse macht man heute. Das ist eigentlich ganz was Einfaches, aber Köstliches. Besonderheit heute ist beim Gemüse, da haben wir ein bisschen einen Spargel dabei. Endlich Spargelzeit. Ich liebe Spargel. Und gestern habe ich tatsächlich schon den ersten Spargel aus Bayern bekommen. Ja, und was wir dazu alles brauchen, das seht ihr jetzt zuerst einmal auf der Zutatenliste. Den Reis habe ich mir natürlich schon aufgestellt, der köchelt da schon leicht dahin. Da habe ich mir schon Wasser fürs Gemüse aufgestellt, das darf man nur kurz blanchieren, damit es richtig schön knackig ist. Und natürlich für unser Butenrahmgeschnetzeltes habe ich mir schon die Pfanne aufgestellt. Da geben wir mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich habe mir da eine Butenbrust gekauft und die habe ich mir einfach geschnitten, so in solche Stücke. Das gefällt mir immer ganz am besten. Dann kann man es auch wirklich ein paar Minuten drinnen lassen, zum richtig schön anbraten, dass wir schöne Röstaromen haben dann für die Soße. Das werden wir jetzt einmal zuerst machen. Pfanne wirklich heiß sollte sie sein. Und dann werden wir uns das Fleisch anbraten. Das geben wir aber dann wieder heraus und dann machen wir uns die Soße. Wenn unser Fleisch schön angebraten ist auf einer Seite, dann drehen wir das um. Und am besten ist, man macht das auf 2-3 Mal, dieses Anbraten. Ja, nicht alles auf einmal hineinschmeißen, weil sonst tritt sofort das Wasser aus, weil die Pfanne natürlich sofort abkühlt. Dann tritt das Wasser aus vom Fleisch und dann hat man so eine Suppe mehr oder weniger. Immer in die heiße Pfanne das Öl schön heiß werden lassen und dann das Fleisch anbraten. Einen Moment warten, nicht gleich umdrehen, erst wenn es richtig schön braun ist. Ja, das habe ich da jetzt schon gemacht. Und da sieht man, jetzt haben wir schon richtig schöne Röstaromen, wenn man das so schön anbrät. Das Fleisch geben wir uns jetzt heraus und machen wir gleich die Soße in dieser Pfanne. Da geben wir jetzt ein kleines Stück Butter hinein. Und für unsere Soße nehmen wir heute einen Lauch. Keine Zwiebel, sondern einen Lauch. Ich mag den einfach viel lieber, er ist halt einfach geschmackvoller. Das Ganze lassen wir jetzt mal kurz anlaufen. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir ja da die Röstaromen schon drin haben, dass das nicht zu sehr verbrennt. Aber einfach ein bisschen anbraten kurz. Und das Ganze werden wir dann mit ein bisschen Weißwein ablöschen. Beim Reis, da habe ich schon die Platte schon ausgeschaltet. Der ist wunderbar locker, wie man sieht. Am besten, wenn man einen Reis aufstellt, egal welche Menge das man da hat, laut Packungsanleitung mit Wasser ist eh klar, salzen. Ich lasse den immer 5 Minuten leicht köcheln und dann schalte ich die Platte aus und lasse ihn einfach auf der Platte fertig ziehen. Bis halt das Essen fertig ist. Das dauert dann halt meistens so 10-15 Minuten noch. Je nachdem, wie schnell das wir sind. Jetzt werden wir das Ganze mit ein bisschen Weißwein ablöschen. Und jetzt löst sich das natürlich vom Boden, diese ganzen Röstaromen, und man hat am Boden gar nichts mehr. Die Pfanne ist praktisch sauber. Das lassen wir jetzt für 2 Minuten einköcheln, dann werden wir das Ganze mit ein bisschen Suppe aufgießen. Der Wein ist leicht eingeköchelt und das Ganze werden wir mit einer Suppe aufgießen. Ich habe heute leider keine echte Suppe mehr. Ich habe mir da ein bisschen Wasser mit dem Würfel, mit einem Suppenwürfel, das habe ich da drin aufgelöst. Das funktioniert ja genauso. Man hat halt nicht immer alles zu Hause, gell? Da wir alle gern Soße mögen, macht man dann natürlich ein bisschen mehr. Weil wenn man einen Reis dazu hat oder so, dann braucht man schon ein bisschen Soße. Das lassen wir jetzt wieder aufkochen, wieder 2-3 Minuten einköcheln. Dann werden wir es würzen, Sahne dazugeben und natürlich wieder unser Fleisch einlegen. Weiter geht es bei unserer Soße. Da gebe ich jetzt ein bisschen Sahne dazu.
bzw. Rahm. Wir haben ein Rahmgeschnetzeltes. Und für einen noch besseren Geschmack, ein kleiner Tipp, das kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt ja diese fertigen Sauce Hollandaise. Das hat man ja ab und zu Hause, überhaupt in der Spargelzeit. Da gebe ich ganz gerne ein bisschen was in diese Soße. Das macht das Ganze ein bisschen cremig und irgendwie rund. Das schmeckt einfach ganz toll dann. Das Ganze werden wir noch ein bisschen aufpeppen mit ein bisschen Chili, dass das auch ein bisschen kräftig ist. Das rühren wir jetzt mal kurz ein. Nicht erschrecken, das sieht man jetzt, das flockt ein bisschen aus. Das ist einfach nur von der Hollandaise. Das macht gar nichts. Das verkocht sich jetzt dann sofort. Einfach kurz ein. Und da werden wir jetzt unser Fleisch einlegen. Die Temperatur schalten wir aber total zurück. Also, das Fleisch ist ja eigentlich schon gegart. Das ist ja schon fast fertig. Den schönen Fleischsaft. Und so haben wir da unser wunderbares Rahmgeschnetzeltes eigentlich schon fertig. Jetzt braucht man nur noch unser Gemüse dazu. Das Wasser kocht schon. Das werden wir stark salzen. Und jetzt geben wir unser Gemüse dazu. Ich habe mir das schon vorbereitet, schon geschnitten. Spargel, das war jetzt diesmal noch relativ dünner, also der braucht überhaupt nicht lang. Karotten, grünen, weißen Spargel und ein paar Radieschen habe ich. Das Ganze geben wir einfach ins Wasser und kochen wir mal für 3-4 Minuten. Wirklich nicht länger, das braucht nicht so lange, das sollte wirklich noch knackig sein. Und der Spargel, der darf sowieso knackig sein. Der muss nur kurz gekocht werden eigentlich. Unser Gemüse hat jetzt ca. 4 Minuten da leicht geköchelt. Das ist noch richtig schön knackig. Das Ganze werden wir jetzt abseihen. Und das brauchen wir jetzt überhaupt nicht kalt abschrecken, weil wir verwenden es ja sofort wieder. Dazu stellen wir gleich den heißen Topf wieder auf. Geben wir ein bisschen Butter hinein und da machen wir uns jetzt so quasi ein bisschen Knoblauchbutter. Aus der Not heraus, weil ich nämlich leider keine mehr eingefroren habe. Das werden wir jetzt dann wieder mal vorbereiten. Knoblauchbutter auf Vorrat. Da könnt ihr übrigens mal reinschauen, da hätten wir ein ganz tolles Video, wie man Knoblauchbutter selber macht. Und das ist so praktisch, ganz egal ob Gemüse oder Fleisch, was man halt gerade macht, immer ein bisschen Knoblauchbutter rein zum Schluss und schon hat man einen wundervollen Geschmack. Also Butter, Knoblauch leicht anlaufen lassen, dann gebe ich ganz gerne ein bisschen Zitronenschale dazu, selbstverständlich von einer Bio-Zitrone. Einfach nur kurz anlaufen lassen. Dann ein paar Kräuter. Kräuter habe ich leider auch noch nicht im Garten. Nehmen wir einfach, ich habe da ganz gern diese italienische Mischung. Die mag ich ganz gern. Und da geben wir jetzt unser Gemüse gleich wieder drauf. Hoppala. Das Ganze ein bisschen durchmischen. Salzen natürlich, ein bisschen Pfeffer, das vertropft das Gemüse ja auch. Und schon ist unsere Gemüsebeilage fertig. Schaut das nicht wunderbar aus? Da schalten wir mal zurück. Und da haben wir jetzt unser Geschnetzeltes, unser Rahmgeschnetzeltes. Ich habe das zuerst probiert, einmal kurz getestet. Der Geschmack ist einfach wundervoll und das total rund und samtig schmeckt diese Soße einfach von dieser Sauce Hollandaise. Aber das Ganze werden wir natürlich ein bisschen abbinden. Da habe ich mir ein bisschen Maizena angerührt. Und einfach so, wie man es halt selber gerne hat, die Soße, in der Stärke bindet man das ab. Auf meine Menge habe ich da jetzt einen Löffel Maizena und einfach ein bisschen Wasser. Kaltes Wasser natürlich. Ja, und schon ist unser Mittagessen wieder fertig.
Das Ganze werden wir uns jetzt anrichten. Reis. In den Reis habe ich zuerst noch ein ganz kleines Flockerl Butter hineingerührt, damit er uns ein bisschen zusammenklebt. Weil mein Mann hat sich heute gewünscht, er möchte das Geschnetzelte in einem Reisring haben. Deshalb, jetzt geben wir mal den Reis aufs Teller. Und dass wir den Reisring bekommen, einfach in der Mitte, so kleinen kreisenden Bewegungen, den Reis ein bisschen auseinanderdrücken und schon haben wir einen Reisring. Das kann man dann ein bisschen schön formen. Wunderbar. Und jetzt geben wir da unser Geschnetzeltes hinein. Unser Rahmgeschnetzeltes. Das kann man natürlich auch mit Schweinefleisch machen oder mit Hühnerfleisch. Aber wir haben uns heute mal ein Putenfleisch gemacht. Das nehmen wir eigentlich ganz, ganz selten. Und unser wunderschönes Gemüse müssen wir noch aufs Teller geben. Deshalb habe ich mir da ein bisschen Platz lassen. Das braucht natürlich auch ein bisschen Platz. Ja, und schon sind wir wieder durch. Vielleicht hat euch dieses schöne, schmackhafte Gericht gefallen. Dann probiert es aus, macht es noch. Es war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.